Mittelalter pur, die Oberburg von Manderscheid. Wann die Burg genau erbaut wurde, ist nicht überliefert. Doch es handelt sich hierbei höchstwahrscheinlich um den ersten Sitz der Herren von Manderscheid. Wie die Geschichte weitergeht, hört ihr jetzt. Die Oberburg ist höchstwahrscheinlich die ältere der beiden Burgen von Manderscheid. Mehr als 1000 Jahre soll sie bereits über dem Liesertal thronen. Manche Quellen sehen eine Urkunde aus dem Jahr 973 als Beweis für ihre damalige Existenz. Darin übertrug Kaiser Otto II. Dem Erzstift Trier einen Bannforst, dessen Grenze bis nach Manderscheid verlief. Doch darin wird nur die Ortschaft erwähnt. Die Burg selbst wird nicht explizit genannt. Das Edelherrengeschlecht von Manderscheid wird mit Richard von Manderscheid erstmals 1133 erwähnt. Allerdings ist auch darin kein Hinweis auf eine Burganlage vorhanden. Die Oberburg wird historisch erst während der Fehde zwischen Erzbischof Albero von Trier und Graf Heinrich dem Blinden von Namur-Luxemburg fassbar. Diese fand zwischen 1141 und 1146 statt. Die Edelfreien von Manderscheid tauchen dann 1142 als Zeugen in einer Schenkungsurkunde auf. Heinrich verlor die Fehde übrigens und die Burg kam 1147 in den Besitz von Kurt Trier. Nach dem Tod von Erzbischof Albero gelingt es Heinrich von Luxemburg 1152, die Burg mit Unterstützung Richards I. von Manderscheid wieder an sich zu bringen. In der Folge wird sie durch die Truppen von Alberos Nachfolger Hilin von Falmanje belagert und wieder eingenommen. (1160) lässt der Bischof die Burg schleifen, nur um sie 6 Jahre später erneut aufzubauen und mit neuen Türmen zu versehen. Warum wohl der Geisteswandel? Jedenfalls war sie danach um einiges wehrhafter als vorher. Wie die Burg ursprünglich ausgesehen hat, ist mangels archäologischer Untersuchungen unbekannt. Fest steht, dass die Anlage über die Jahrhunderte mehrmals um- und ausgebaut wurde. Ihr Grundriss beträgt 90 x 54 Meter. Als Baumaterial wurde Schiefer verwendet. Heute wie damals wird die Burg durch einen der beiden Zugänge von Westen her betreten. Der Weg führte danach jeweils durch einen Zwinger und dann durch ein weiteres Tor. Das auffälligste Bauwerk auf dem Areal ist der mächtige, 5-geschossige Bergfried mit einer Seitenlänge von 9 Metern und einer Mauerdicke von 2 Metern. Im Mauerwerk haben sich mehrere Schießscharten und kleine Fenster erhalten, die in alle Richtungen ausgerichtet sind. Der Bergfried kann übrigens bestiegen werden und bietet eine wunderbare Sicht auf die Umgebung und die Niederburg Manderscheid. Der früher 80 Meter tiefe Burgbrunnen
reichte bis zum Grundwasser unter der Talsohle. Heute ist er allerdings zugeschüttet. Im Nordwesten befindet sich ein gut erhaltener viereckiger Wehrturm. Die Außenmauern reichen noch bis zum zweiten Geschoss. Im Nordosten sind die Reste eines hufeisenförmigen Schalenturms zu sehen. An der Ringmauer waren innen verschiedene Gebäude angebaut. Der Palas, welcher ziemlich groß war, lag im Südosten. Daneben gibt es Reste weiterer Gebäude. Im Westen gibt es eine auffallend leere Fläche. Ob dort ebenfalls Gebäude standen, könnte nur durch archäologische Grabungen geklärt werden. Ende des 13. Jahrhunderts ist die Oberburg eine von 7 trierischen Landesburgen und wird von einem Amtmann verwaltet. 1332 verlieh Kurfürst Erzbischof Balduin von Trier dem Ort Manderscheid die Stadtrechte. Dadurch versuchte er, die kleine Ortschaft mitsamt der Burg besser zu sichern. Die Burg wird über die Jahrhunderte mehrmals verpfändet, bis schließlich endgültig der Niedergang einsetzt. Während des Dreißigjährigen Krieges wird sie beschädigt und 1673 durch französische Truppen teilweise niedergebrannt. Im Jahr 1689 wird sie durch Truppen des französischen Königs Ludwigs XIV. Vollends zerstört. Ob die Anlage, zumindest in Teilen, wieder aufgebaut wurde, ist unklar. Allerdings wird sie 1790 als vollständig unbewohnbar beschrieben. Trotz alledem soll sie 1794 durch französische Revolutionstruppen geplündert worden sein. Was es da wohl noch zu holen gab? (1803) wird die Oberburg von den Franzosen auf Abbruch versteigert. So gelangte die Ruine in den Besitz vom Pfarrer Johann Hubert Franz Zeininger. Im Jahr 1850 stellte Matthias Joseph Zirbes ein kleines Haus auf der Westbastion instand und baute auf der gegenüberliegenden Burgseite einen Ziegenstall. Fortan wohnte er mit seiner Frau Margarete auf der Oberburg. Zirbes verstarb 12 Jahre später mit nur 40 Jahren an einer Vergiftung. Margarete wohnte weiter allein auf der Oberburg. Im Dorf wurde sie nur Burggretchen genannt und galt als Kinderschreck. Als Altersbeschwerden sie immer mehr plagten, war sie gezwungen, die Burg zu verlassen. Margarete zog zu den Verwandten ins Dorf. Am 17. Juni 1879 starb sie dort im Alter von 78 Jahren. Währenddessen wurde die Burgruine 1870 von Gräfin Paula von Brühl erworben. Ihre Nachkommen veräußerten sie schließlich 1921 an die Gemeinde Manderscheid. Der Kaufpreis betrug 1800 Mark. In der Folge fand eine gründliche Sanierung der noch vorhandenen Mauerzüge statt. Die Oberburg ist übrigens jederzeit frei zugänglich. Hinter mir seht ihr die Niederburg von Manderscheid.
Diese werden wir euch natürlich auch noch ausgiebig vorstellen. Für heute ist jedoch erstmal Schluss. Ich wünsche euch eine tolle Zeit und bis zum nächsten Mal.